Wir sind ja auf der Deutschen Meisterschaft 2019 mit dem Joshua, der ist bei uns neu ins Team eingestiegen, hat die Top 64 erreicht. Ja. Sehr gut. Du hast was gespielt? Dino sehe ich hier. Ich habe True King Dinosaurs gespielt. Wie ist dazu gekommen? Warum Dino? Dinos sind mein Lieblingsdeck und auf der ersten deutschen Meisterschaft, auf der ich war, hatte ich auch True King Dinosaur gespielt. Und ich hatte in den letzten Wochen so mit Dinos rumgetestet und habe mich dazu entschieden, das Deck zu spielen, weil ich mich damit am wohlsten fühlte. Sehr nice. Dann zeig doch mal, was du gespielt hast. Also zu den Monstern. Ein Ultimate Conductor, nur einer, weil er in dem Deck so gesucht hat und er ist nicht das Main-Monster, auf das man gehen will in dem Deck. Und zwei sind bloß in manchen Matchups gut, deshalb kommen wir später dazu. Ein Penkeltops, weil er ist erstens suchbar mit Oviraptor und zweitens kann man dann aus Oviraptor und Mysterious Souls drei Disruptions im gegnerischen Zug bauen. Dann 3 Oviraptor, ja, 3 Fashido, weil er auf 3 zurückkommen ist und extrem gut ist, um durch Striker Backrow durchzuspielen oder generell um durch Handtraps durchzuspielen und er gibt dann Follow-up-Play nach der Combo. Ein Chimedrax, weil er ist gut im Friedhof, er ist gut in Kombos, aber ihn zu ziehen ist grausam. Dann 3 Babys. Wie oft wurden die gepoppt? Jede Runde, glaub 10 Mal. Ein Petit, um Penkeltops im Deck zu specialen und es ist ein zusätzliches Baby, das die Combo starten kann mit Diagram. Und Aiolo. Er ist besser zu ziehen als Chimedrax, weil er Feuer ist für den Feuer True King und man kann trotzdem normal durchkombon. Dann 3 Feuer True Kings und 3 Wasser True Kings. 3 Wasser True Kings sind, finde ich, viel zu gut, um ihn nicht zu spielen. Aus mehreren Gründen. Erstens, wenn man 2 Wasser True Kings zerstören kann mit ihm, kann man 2 Backrow entfernen und man kann es mit Diagram die Wasser True Kings zusammensuchen und das ist in manchen Matchups extrem stark. Und zweitens sorgt er dafür, dass man VFD extrem viel leichter suchen kann, beschwören kann und VFD ist die beste Karte in dem Deck. Außerdem brickt er nicht zu hart und man muss auch kein Megalo-Smasher spielen, weil man hat Ip und in dem Moment, wo man mit Megalo-Smasher normal durchkombon könnte, kann man genauso gut einfach mit Ip durchkombon und hat wenigstens eine Combo und dann ist er nicht der größte Brick. Dann einmal den Stufe 4 World Champs. Er ist ein Brick, den man spielen muss, um Netbeast zu legen, weil ich finde Monstrosity ist nicht so gut, weil man so viele Bricks spielen muss. Deswegen habe ich dafür entschieden, ihn zu spielen, da man mit ihm Netbeast legen kann und nicht so viele Bricks spielen muss wie bei den anderen Builds. Dann noch 3 Ash, ist eine Standard-Handtrap, die man immer spielen kann und außerdem ist die Feuer für den Feuer True King, was die Consistency ein bisschen erhöht. 3 Diagram, bester Combo-Starter, dann noch 2 zusätzliche Kopien und eine Lost World mit Z-Rotation. Lost World ist extrem gut gegen Orcast, wenn man ihnen einen Token geben kann, dass ihre Frogblades komplett useless sind. Und insgesamt gegen Striker ist sie auch noch gut und ist generell bloß ein Brick, wenn man sie dazu zieht, weil man dann keine Z-Rotation mehr aktivieren kann. Und Z-Rotation ist erhöhte Consistency und außerdem kann man halt gegen Burn oder Striker meinen extrem leicht outen, dass sie nie wieder das Field Spells aktivieren können. Also du sagst, es war eine gute Entscheidung gewesen, die beiden reinzumachen. Ja, die waren definitiv gut. Also man kann damit prinzipiell nicht bricken, außer man zieht sie zusammen. Dann 3 Fossil Deck, weil Consistency. 3 Cold Body Grade, weil das Deck recht Handtrap anfällig ist und das stoppt die Handtraps. Und eine Succession, die man sich mit Ip suchen kann, weil ich hab gesagt, ich mag Monstrosity nicht. Und mit ihr sie ist generell besser und kann auch des Öfteren einfach so benutzt werden. Außerdem wird sie in der Combo benutzt, um dies zu beschwören. Und noch 3 Impermanents als 6. Handtraps, weil sie nicht gestoppt werden können und extrem gut sind. Und sie können Colossus outen. Dann zum Extra-Deck. 2 VFDs, weil wenn man gegen Orcas spielt und bloß VFD legt, kommt es oft dazu, dass man mit Diagram sich einen zweiten VFD bauen kann. Und im Grind-Game kommt es dann auch öfters vor, dass man ihn nochmal beschwört. Außerdem, ich hatte am letzten Tag noch einen Platz frei im Extra-Deck, weil ich hatte Tornado-Drache getestet, aber er kam nie wirklich auf.
Deshalb habe ich mich dazu entschieden, noch einen zweiten VFD zu spielen. Und direkt in der ersten Runde habe ich einen zweiten gebraucht, sonst hätte ich gegen Orcust verloren. Also er war komplett worth it. Dann D2, Dino Rapid, Dweller. Weil mit Lost World kann man nicht wirklich VFD bauen, da kann man einfach Dweller legen und Dweller ist gegen so ziemlich jetzt, also gegen Orcust und Silent Grade trotzdem noch extrem stark. Dann Trishula für die Combo und er ist ein extrem starkes Synchro 9. Gegen Orcust kann man Grave kontrollieren, eine Handcard rippen und es ist non-target, also es auto selbst AFRAM, falls es aufkommen würde. Und er ist Wasser für den Wasser-True King. Ein Netbeast. Auto-Win gegen Striker fast, außer sie haben Impermanence. Oder Ogre oder Gamma, aber wird nicht so viel Wie gespielt. häufig kannst du die legen, beziehungsweise wie häufig wurde die im Turnier von dir gelegt? Tatsächlich so oft, aber es lag daran, dass ich häufiger gegen Decks kam, gegen die VFD 10-mal stärker ist. Aber ich habe es bestimmt 5-mal gelegt. Und es ist praktisch, weil Striker ist großteils going second, das bedeutet, sie lassen nicht first gehen. Dadurch kannst du wissen, du kannst einfach Beast legen, weil mit Diagram Baby kann man entweder Trish bauen und VFD legen oder einfach Netbeast bauen und dann kann man einfach Netbeast bauen, anstatt VFD zu legen. Und Netbeast ist häufig Win gegen Striker. Außerdem kann man sie nach den Striker auch Going Second bauen, mit Miscellaneous Souls die Multiroll zerstören und dann hat man Netbeast und sie sind fast in der gleichen Situation, wie wenn sie Going First, also Going Second gegangen wären. Eine IP, weil IP neuer Denglong ist und jeder mag Denglong. Chambera für OTKs macht es wesentlich einfacher zu OTKen. Eine Link Spider. Der Grund dafür ist, dass man halt aus IP, dass man mit dem Wasser True King nicht so stark brickt, weil man dann halt Twitch VFD bauen kann, weil man den Erde True King, den Vanilla von World Chalice in einen Link Spider verwandeln kann. Und dann mit Lux Succession sich ein Baby von Great Special, den man mit Oviraptor zerstören kann. Dann kann man Trish bauen und hat einen Wasser-Tricking und dann baut man einfach VFD. Reproducus, um Aiolo zur Erde zu machen und Beast zu bauen. Und ab und zu kommt es auf, dass man mit Lost World noch einen Token generieren kann, um Mystic Mine zu outen. Lanforhynchus, ich spiele keinen Beatcop, weil Beatcop ist stark und Lanforhynchus spiele ich hauptsächlich deswegen, weil du damit Super Poly umspielen kannst. Und sonst würde das Endboard, was ich baue, durch Super Poly komplett zerstört werden und man würde wahrscheinlich verlieren. Außerdem kann man ihn häufig zu links weiterbauen und dann mit einer zusätzlichen Extra-Konstellation bekommen, wo man noch was reinbauen kann. Ein Phoenix, Backrow Removal und Feuer. Decode Talker wird in der Combo gebaut. Es kann vor Targeten wie Impermanence protecten. Und außerdem ist ein gutes Link 3 Monster, wo man hingehen kann. Und er wird zum Beatstick. Und ein Barrel Sword. Weil Barrel Sword mit Conductor ist immer OTK. Real. So, du hast noch Kombos für uns. Ja, einmal wie man mit diesen 3 Karten Trishula baut und VFD legt. Und einmal, das ist die Standard-Kombo mit Beast, VFD und Decode Talker. Ich fange mit der normalen Standard-Kombo an. Tiger, Französischer Baby. Sucht sich einen zweiten Wasser-True King. Special Oviraptor. Durch Oviraptor sucht man sich ein Baby. Dies beschwört man, zerstört es. Also das ist dein Friedhof, das Feld. Ja. Zerstört ihn. Dann erkennen wir uns den Effekt von ihm. Zerstört die 2. Dann erkennen sich beide Effekte, wodurch man Aiolo und den Feuer True King bekommt. Danach macht man Synchro 5. Zu IP. Der Effekt von IP aktiviert sich, wodurch man Succession sucht. Danach baut man mit IP und Oviraptor ein Reproducus. Dann aktiviert sich der Effekt von IP, weil sie auf den Friedhof gelegt wurde. Er wird beschworen. Man aktiviert Succession. Und beschwört Aiolo. Dann benutzt man einen Effekt von Reproducus und macht Aiolo zur Erde. Dann benutzt man einen Effekt von Miscellaneous Souls im Friedhof, entfernt 4 Stück. Beschwört dann 2 Miscellaneous Souls. Macht einen Link 3.
zu Decode Talker. Oder wenn es Game 2 und 3 sind, der weiß, was du spielst, zu Laun Phorinkos, um Super Pro drumherum zu spielen. Dann baut man VFD und macht Er ist eher geworden, der Shrimpotokus. zu Beast. Sehr nice. Also das ist eine normale Standard-Kombo mit Beast VFD. Dann jetzt noch zu der Kombo mit den drei, wo man Trish baut und VFD legt. Also man stellt Oviraptor, sucht sich Fashido, benutzt den Effekt von Fashido, beschwört Aiolo. Mit den zwei baut man dann wieder Hip. Effekt von Hip aktiviert sich. Dann kommt die Succession. Dann nutzt den Effekt von ihm, zerstört die 2 und beschwört ihn. Effekt von Hip und Baby aktiviert sich. Und beschwört ihn. Und entweder ein Baby oder Oviraptor. Aber ich würde eher Baby holen, dass man mehr Oviraptor im Deck hat fürs Grind, also für den Late Game. Dann baut man die Link Spider, wodurch man Succession aktivieren kann, um Oviraptor zu beschwören. Dann kann man den Effekt von Oviraptor noch nicht benutzt hat, zum Zerstören benutzen. Zerstört das Baby und beschwört Aiolo. Effekt von Baby aktiviert sich. Man bekommt ein Fashido. Man kann Synchro 9 machen, um Trishula zu bauen, eine Handkarte rippen und dann hat man ein VFD. Und deshalb meine ich, dass man halt dass man mit Ip den Wasserdrücken auf 3 spielen kann, beziehungsweise muss, weil man mit ihm nicht mehr so viel kriegt, und man braucht keinen Megalo-Smasher. Der Wasser-Truking hat dir im Turnier wahrscheinlich auch einmal geholfen, hattest du erzählt. Ja, der Spell- and Trap-Removal-Effekt ist halt extrem stark, weil er mit der Beschwörung ist. Er spielt um Flachgates drumherum wie Skill Drain. Und es gab einen Moment, wo ich gegen True Draco gespielt habe, wo ich VFD gebaut habe. Er hatte 2 Draco-Monster auf dem Feld und 3 Backroad. Davor habe ich eine Backroad getrischt. Und ich konnte danach einfach, weil ich VFD hatte ich alles zu Wasser gemacht. Habe den Effekt vom Wassertruck genutzt, habe 2 von seinen Draco-Monster zerstört, 2 Karten aus seiner Backrow aus dem Spiel entfernt. Ich hatte Retribute aktiviert, wodurch er keine Traps aktivieren konnte. Und hatte mit ihm +4 gemacht. Nice. Dann zum Side-Deck. Ja. 3 Phantasme. Ich mag es nicht, die Main zu spielen, weil ich erst in Permanence spiele. Und zweitens gibt es nichts außer Ash, was ich wirklich dann dazu decken will. Und deswegen side ich sie mit den Karten, wo ich ziehen will, ein, dass ich die Karten konstant erziehe. Und dazu kommen die 3 Lanzen gegen Orcast und Donner kann man es auch spielen. Der zweite Conductor, Okay. der ist im Side-Deck, weil ich absolut keinen Platz mehr hatte im Main-Deck, weil es absolut Consistency-Issues gab und deswegen er höchstens als Extender wegen würde. Deswegen habe ich ihn gegen Decks wie Donner reingesidet mit dem Phantasmis, dass ich die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, den Conductor zu sehen, weil Conductor gegen Donner Hardhorn, ja. ziemlich gut ist und ich muss ihn hardrun, weil ich kann ihn nicht suchen. Und ich spiele auch keine Pille, weil Pille wirken in dem Deck finde ich einfach bloß als Extender und das Deck hat so oder so schon extreme Consistency-Issues, weshalb ich nicht Pille spielen kann. Und alle Nicht-Dino-Monster in dem Deck außer Ash will ich eigentlich nicht einfach so von der Hand entfernen und deshalb mag ich keine Pille in dem Deck. Und Quatlus macht die Consistency auch nochmal runter. Deshalb finde ich Pille eigentlich in True King Dinos nicht so schön. Das einzige Gute daran wäre, dass man halt fürs Grind-Game noch die ganzen Karten, die man mit Fashido entfernt hat, wieder ins Deck zurückmischen könnte. Dass man noch ansatzweise Follow-Up-Plays hat und wieder Karten im Deck. Aber das Deck verliert so im Grind-Game gegen so ziemlich jedes Deck, was grindet. Dann 2 Hate Grenade gegen Striker und andere Backrow-Decks. Weil gegen Striker habe ich prinzipiell kein Backrow-Rule außer dem Buzzer True King und der Effekt kommt nicht konstant zustande. Und Hate Grenade kann dann einfach die ganze Backrow hochgeben und man kann leicht OTKen. Und das Deck verliert komplett gegen ein Cold by the Grave, weil ein Cold by the Grave auf Baby das Deck komplett stoppt.
weil man 20 Millionen Babys zerstört in einem Zug. Und deshalb kann man das auch als Out gegen Cold by the Grave benutzen. 3 Tribute, um den Gegner leichter zu dekarten. Und das Deck hat Probleme mit Trap-Decks, deshalb ist die Karte, man muss sie spielen. 2 Unending Nightmare gegen meine Decks insgesamt. Und ja, gegen Drago ist ja auch gut, weil man alle Floodgates outen kann. Und Imperial Order gegen Striker und mein. Und dann, das war's mit dem Side-Deck. Natürlich. Sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Top 64 mit Dino auf der DM ist definitiv mal ein Accomplishment. Hast du noch irgendwelche Shoutouts? Ja, Shoutouts to Card Network Star, Battlebeers in Kaiserslautern und Dragonlord Games in Sandingbert. Gut, sage ich schon mal vielen Dank fürs Deckprofil. Checkt uns noch auf Facebook aus, auf Card Network Star. Abonniert uns, kommentiert. Feedback ist immer gern gesehen. Nochmal danke an Joshua. Ciao. Ja, tschüss.